Ich werde dich heute duzen. Und ich lade dich ein. Praktisch bist du der Einladung ja schon nachgegangen. Aber welcher Einladung bist du eigentlich nachgegangen? Ich werde mit dir einen Ausflug machen, dir was zeigen. Von mir, dir, ihm, ihr. Eigentlich praktisch von jedem Menschen auf dieser Welt. Ausflug ist ein schlechtes Wort dafür. Das ist eher eine Reise, so ein Exkurs, Diskurs vielleicht. Oder Gedanken. Naja, ist auch egal eigentlich, weil wir werden mit der Zeit einen Namen für dich finden. Wir verbringen auf jeden Fall Zeit zusammen. Gemeinsame Zeit. Gemeinsame Zeit in deine und meine Gedanken. Und eins solltest du von mir wissen, ich denke wirklich sehr, sehr viel. Ich nehme mich jetzt mit. Das entscheide ich jetzt. Also komm mit. Eigentlich ist es ja schon entschieden. Aber nicht, dass ihr habt es entschieden, sondern dass wir. Ich möchte, dass du die komplette Zeit über zuhörst. Geht, oder? Ich möchte, dass du aufmerksam bist. Das wird funktionieren. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr euch alle gegenseitig wahrnehmen würdet. Versteht, dass ihr hier zusammen seid. Das könnt ihr. Achtsam, reflektiert, respektvoll, gewillt dabei zu sein, gewillt Teil eines Großen zu sein. Naja, irgendwas in euch wird wahrscheinlich gewillt sein, weil deswegen sitzt ihr ja. Oder eben nicht. Wir werden sehen. Es ist ein Mangel. Das Gefühl ist, es fehlt etwas, irgendetwas. Irgendwas ist nicht richtig. Das Gefühl wird erkannt. Es stellt im Alltag eine Beschwerde dar, eine Barriere, die nicht überwunden werden kann, wenn sie nicht aufgelöst wird. Eigentlich nur ein Hilferuf, der nach außen getragen wird. Dadurch wird ein Angebot zur Resonanz erzeugt, provoziert. Diese Provokation wird kommuniziert. Die Provokation, die damit verbunden ist, stellt die Herausforderung dar. Ein direkt verknüpftes Risiko. Das Risiko der Konsequenz des Aufbäumens gegen das Gefühl.
Das wollte ich so nicht. Sie wollen wieder was von mir. Aber was wollen Sie eigentlich? Warum lasse ich es zu, dass Sie was von mir wollen? Was will ich? Wofür mache ich alles gleichzeitig? 5 Projekte und 5 Jobs. Connection. Netzwerk. Damit ich Connections habe und mit Connections bekomme ich wieder weitere Jobs und mit denen kann ich mich für andere Dinge bewerben und dann endlich das machen, was ich wirklich will und damit mein Geld verdienen? Oder? Druck baut sich auf. Druck, Überdruck, so lange bis... Der Terminkalender ist voll und ich weiß einfach nicht, wohin mit meinen Gedanken. Sie springen von der einen zur nächsten und zur übernächsten Forderung. Und irgendwann gibt es gar keinen Stopp mehr. Und am Ende ist immer noch was übrig, was noch nicht getan ist. Zu wenig. Ich bin zu wenig. Zu klein, zu schlecht. 50 Hände müsste man haben und 3 Gehirne, um alles zu schaffen. Und am Ende ist immer noch was auf der To-Do-Liste. Stress. Ich bin einfach total gestresst. Wenn ich den Anforderungen, die ich erfüllen will, nicht erfüllen kann und ich will immer alles perfekt machen. Die Frage ist aber, wofür will ich das? Und dann hasse ich diese Gesellschaft noch ein bisschen mehr, denn sie allein ihre Existenz stellt schon so viele Normen, Regeln, Anforderungen auf. Stress. Wenn ich keinen klaren Plan habe. Eigentlich mag ich es, keinen Plan zu haben, einfach das zu machen, worauf ich Lust habe. Was ist, wenn es reicht? Wann weiß ich, dass es reicht? Woran erkenne ich, dass ich ihren Forderungen nicht mehr nachkomme? Dabei hätte sich wirklich besser tun. Naja, manchmal muss man auch die Gute halten, dass sie schon mit uns rechnen. Aber wenn wir dann da sind, dann bricht trotzdem immer so eine Endlichkeit aus. Mit uns kommt eben der Wandel und der passt vielen Leuten nicht. Und dieser Wandel ist nicht immer bejubelt. Es kommt auch vor, dass die Leute sich freuen, wenn sie uns nur kommen sehen. Diese Hochstimmung hält aber an, zumindest solange bis ihnen auffällt, dass wir doch nicht so ganz das sind, was sie erwartet haben. Im Grunde genommen sind wir diese Person auf der Party, von der keiner so genau weiß, wer und warum man sie eingeladen hat. Aber trotzdem ist jemand da. Und das finden manche gut oder eben nicht. Naja, uns ist ja scheißegal. Wir kommen trotzdem. Und dann geht das richtig los. Zuhören, verstehen, begreifen. In die Zukunft blicken und Visionen zu haben. Die Worte dafür finden, ein Bild davon zeichnen. Konkret werden, überzeugen, sich formieren und Fortschritt herbeiführen. Ich will früher auf mich achten, mir die Zeit nehmen, mich hineinzuworfen. Nichts tun, was ich nicht will, frei sein und Grenzen setzen. Zuhören, verstehen, begreifen. Ich will früher auf mich achten, mir die Zeit nehmen, mich hineinzuhorchen. Nichts tun, was ich nicht will,
frei sein und Grenzen setzen. Keine Zeit mehr für Forderungen. Ich will früher auf mich achten. Ich fordere und fordere und fordere. Auffordern, unterfordern, überfördern, drauffördern, befördern. Keine Zeit mehr für Unsinnigkeiten und viel zu viel. Ich fordere und fordere und fordere. Auffordern, unterfordern, überfördern, drauffördern, befördern. Viel zu viel. Keine Zeit mehr für Unsinnigkeiten. Warum muss ich fordern? Aber würde ohne Forderungen überhaupt irgendwas passieren? Keine Zeit mehr für Unsinnigkeiten und viel zu viel. Es geht um die Frage, wie es entsteht. Dieses Gefühl, etwas verändern zu wollen, sogar zu müssen. Beginnen wir mit der kleinsten aller Forderungen, der Teilung unserer Zellen. Die Zelle. Lateinisch Cellula, kleine Kammer. Die Zelle ist die kleinste Einheit eines Organismus. Was möchte diese Zelle? Naja, das, was alle Zellen wollen. Sich teilen, sich mitteilen. Ein Gehör finden, ein Gehirn finden, das sie aufnimmt zum Beispiel. Heißt was? Als Idee zum Beispiel. Ja, tatsächlich werden die meisten dieser Forderungen nämlich gar nicht gehört. Zum Beispiel, ich möchte heute nicht ins Büro gehen müssen. Ich möchte nie ins Büro gehen müssen. Büro, was ist ein Büro? Tatsächlich, alle diese Forderungen werden überhaupt nicht gehört. Nein. Wie enttäuschend. Ja. Ja, und? Was kann man denn da tun, um gehört zu werden? Muss man schreien vielleicht? Oder streiten? Streiten? Ja, richtig. Sich mitteilen, gehört werden. Ja, das kann doch nicht die Antwort auf die Entstehung von Forderungen sein. Da muss es doch mehr dahinter geben, mehr dahinter sein. Gefühle, Bedürfnisse, die werden bei der Biologie ja nicht berücksichtigt. Doch, werden sie wohl. Nein, ich denke, die Forderungen sind zum einen biologisch verankert, als auch durch unsere Evolutionsgeschichte. Ja, richtig. Der Mensch fordert ja von Beginn seiner Existenz an. Er fordert, weil er wissen möchte. Richtig. Nichts darf einfach sein. Wenn ein Blitz einen Baum trifft, dann brennt der Baum. Dann will der Mensch wissen, warum. Das ist praktisch eine Forderung von Anbeginn an. Und wenn er es nicht weiß, dann denkt er sich was aus. Also ich verweise nun auf die Religion. Denn was von oben kommt, kommt meist von Gott in diesen Theorien. Ich sag mir selbst, dass ich mir erlaube, die Dinge anders zu sehen. Erst untersuche ich, was es ist. Naja, nicht die ganze Welt, aber uns als Menschen, als Individuen und als Gesellschaft ausmacht. Naja, fangen wir besser an am Anfang an. Also die Logik bzw. die Lehre von der Gemeinschaft. In der Soziologie will man wissen, wie tickt eigentlich mein Nebenmensch im Kleinen und wie ticken ganz viele davon auf einmal, also auch im Großen. Es scheint mir tatsächlich ratsam, beim Aufeinandertreffen von Gruppen von Menschen Vernunft und Logik walten zu lassen. Voraussetzungen, Abläufe, Folgen, das Zusammenleben von Menschen. Was hält uns alle zusammen? Was ist unser Mittelpunkt? Was ist unser Allgemein? Und kann es den Mittelpunkt überhaupt geben zwischen lauter Individuen? Wenn wir erschließen wollen, wie sie entsteht, wie es entsteht, dann sollten wir vom Kleinsten anfangen, dem einzelnen Individuum. Nehmen wir einen Durchschnittsbürger unserer Gesellschaft, als Abbild unserer Gesellschaft. Das soll Ihre Herangehensweise sein, Herr Kollege? Das kann ich nicht glauben. Ein Durchschnittsbürger?
Eine Durchschnittsbürgerin? Was soll das denn werden? Welche Person kann denn die aktuelle Gesellschaft in all ihren Zügen darstellen? Die gesamten kulturellen Kontexte, die verschiedenen Geschlechter und alle anderen Facetten, die ein Individuum ausmachen. Was soll das werden? Wie wäre es mit der im Durchschnitt demonstrierenden Person? Durchschnittsdemonstrierende Person? Sowas gibt's doch gar nicht. Ja gut, dann lassen Sie uns doch alle demonstrierenden Personen ansehen und auswählen. Es werden sich Gemeinsamkeiten ergeben, Schnittmengen. Diese werden dann unser Ausgangspunkt. Gute Kollege, bitte. Welche Demonstration, in welchem Land, zu welcher Zeit, mit welchen Forderungen? Naja, gut, dann lassen Sie doch einmal über die offensichtlichste Form der Forderung sprechen. Dann sollten wir einmal aufschlüsseln, welche offensichtlichen Medien des Ausdrucks es überhaupt gibt. Demonstrationen. Musik vielleicht? Kunst. Literatur? Ja, vergessen Sie nicht die älteste Form, der Brief, mit noch einmal die Schrift. Ich suche einmal ein Beispiel dafür. Wirst du ihn vielleicht beenden oder auch nicht? Sehr geehrte, Mit diesem Brief kann ich Krieg ausbrechen. in deinen letzten Briefen hast du darüber geschrieben, mich als Mann anzuerkennen. Dieser Brief könnte eine Chance sein. Warum spielt mein Geschlecht für dich eine Rolle? Denkst du, Männer werden anders anerkannt als Frauen? Dieser Brief könnte etwas verändern. Dieser Brief könnte in einer Schublade enden. Dieser Brief könnte in Flammen aufgehen. Dieser Brief könnte dir helfen. Dieser Brief könnte heilen. Ich würde dich gerne als Person anerkennen, mit all deinen Eigenschaften. Aber von Kategorien halte ich nicht so viel. Warum ist es dir so wichtig, mich als Mann anzuerkennen und nicht aber als Person? Dieser Brief könnte in einer Schublade enden. Dieser Brief könnte einen Menschen sehr berühren. Ohne diesen Brief wäre der Postbote arbeitslos. Jede Person ist individuell und einzigartig und hat das Recht auch so angenommen zu werden. Das ist mir wichtig. Dieser Brief könnte dich für immer traurig machen. Und noch wichtiger ist mir, dass du mich wohl missverstanden hast, als ich sagte, du bist mir peinlich. Dein Wutausbruch, von wegen ich mache dir damit deine Existenz zum Vorwurf. Das kannst du doch selbst nicht glauben. Mit diesem Brief kann etwas wachsen. Ich kann dir deine Existenz gar nicht zum Vorwurf machen. Wem soll ich denn dann meine Existenz zum Vorwurf machen? Eines Tages wirst du dich vielleicht freuen, dass du diesen Brief geschrieben hast. Dann könnte ja jedem die Existenz zum Vorwurf machen und das wäre wirklich zu viel des Guten. Dieser Brief könnte in den Medien landen. Dieser Brief könnte alles besser machen. Unsere Verbindung war nie eine, die einem das Gefühl gibt, barfuß mit Gänseblümchen im Haar Ponys zu streicheln. Nach diesem Brief könntest du dich erleichtert fühlen. Stattdessen unbedachte und verletzende Worte, geschossen aus beiden Lagern. Dieser Brief könnte einfach wieder weggeworfen werden. Manchmal hasserfüllt und manchmal aus purem Selbstschutz. Du musst diesen Brief nicht beenden. Und ich frage dich ganz ehrlich, ist es so schlimm, dass ich dir diese Worte verbiete? Und gleichzeitig kannst du doch sagen, was du willst. Ist ja nicht so, als würdest du von einem Teleprompter ablesen, für den ich den Text schreibe. Dieser Brief könnte alles verändern. Auf diesen Brief wirst du vielleicht eine Antwort bekommen.
Dieses ständige Ringen um die Oberhand muss aufhören. Macht wird in jeder Beziehung ausgeübt. Sie kann gut sein, sie kann aber auch schlecht sein. Dieser Brief kann alles wieder gut machen. Dieser Brief kostet dich 80 Cent. Du kannst von mir verlangen, dass ich meine Macht nicht negativ auf dich auswirke. Aber wenn du von mir verlangst, dass ich nie wieder Macht auf dich ausübe, dann folgt daraus, dass wir unsere Verbindung hier beenden müssen. Dieser Brief könnte alles zerstören. Dieser Brief könnte alles verändern. Dieser Brief könnte alles verbessern. Ich hoffe, wir schaffen es, uns auf einer Wellenlänge zu begegnen. Mit freundlichen Grüßen. Wenn du diesen Brief schreibst, musst du die Konsequenzen dafür tragen. Er könnte auch hereinschreiben, wieder nicht zurückkommen. Was ist die Definition? Das macht sich nicht aus. Ich spreche als Schaffen an dem glorreichen Mir ist der wichtig. Mann, nicht der alte Person. Jede Person ist individuell, einzigartig und hat das Recht. Das ist mir wichtig. Mit freundlichen Grüßen. Ich fordere Menschen aufgrund ihrer Kleidung nicht mehr einzuordnen, immer hinter die Stofffassade zu sehen und frei und offen auf alle zuzugehen. Ich will früher auf mich achten, mir die Zeit nehmen, mich hineinzuhorchen, nichts tun, was ich nicht will, frei sein und Grenzen setzen. Loyalität, Gerechtigkeit. Immer einen Ausweg zu finden, obwohl ich weiß, dass manche Dinge so sind, wie sie sind. Ich fordere, durchzuhalten, auszuschalten und da zu sein, obwohl ich weiß. Das heißt auch, für sich einzustehen. Ich fordere Respekt, Liebe, Zuneigung, Anerkennung. Aber von anderen fordern geht nicht immer. Da kann ich bitten und kommunizieren, aber fordern das nicht direkt. Am besten kann ich von mir selber fordern. Fordern, das hat so etwas Überhebliches. Fordern, wollen, haben, fördern, verlangen, Förderung, greifen und greifen. Fordern, wollen, haben, verlangen, Forderung, fördern und greifen. Zuhören, verstehen, begreifen. In die Zukunft blicken und Visionen zu haben. Die Worte dafür finden, ein Bild davon zeichnen. Konkret werden überzeugen. Sich formieren und Fortschritt herbeiführen. Alles, die eine Ware zu sein. Weisheit, die Beste zu sein.
Gesellschaft ist Forderung, Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Ich will nicht weniger! Wenn ich eine Zitrone mit meinen bloßen Händen zerdrücken kann, dann auch eine Kokosnuss! Solidarität, Respekt, Offenheit, Hilfsbereitschaft, mir selbst treu zu bleiben. And thus we seek to create. Gegen welche Forderung der Zeit haben wir uns vergangen? Gegen welchen Geheimparagraphen haben wir uns vergangen? Gegen welche ewigen Gesetze des Weltalls haben wir uns vergangen? Gegen welche primitiven Regeln des Anstands haben wir uns vergangen? Wir werden verantwortlich. Wir werden schuldig. Wir werden uns entschuldigen. Mögen auch Sie keine BHs? Tragen Sie sie aber trotzdem? Was Sie als Frau tragen, entscheidet nicht Sie, sondern im besten Fall der Mann und dessen Industrie. Unbequem, teuer, kurzlebig, deformierend. Bleiben Sie Teil der Gesellschaft. Alle tun es.
ich habe als Jugendlicher immer Frauenkleidung getragen. Es ist sicher nicht schwer zu erraten, dass ich keinen riesen Freundeskreis hatte. Dabei wollte ich damit was zeigen, wollte etwas ausdrücken. Und was habe ich dafür bekommen? Naja, ich denke aber, wenn mehr das machen und anziehen, wozu sie Lust haben oder eben nicht anziehen, dann wird die Gesellschaft das auch immer mehr annehmen können. Kleidung, deine Möglichkeit, die eigene Identität zu gestalten. Kollegen, Worte haben eine Macht. Kommunikation ist ein Austausch von Kodierungen. So können Worte Konsequenzen erreichen. Sie werden immer etwas hinterlassen.
Ich fordere mehr Farbe. Manifestverfasserinnen und Verfasser, vereinigt euch. Das Manifest der Manifeste ist a Rescue Action. Gegen die weltverbessernden Theorien nicht fordernder Lebewesen, für den Manifestismus in Wort und Bild, für das fordernde Geschehen in dieser Welt. Die Unterzeichner dieses Manifests haben sich zusammengefunden unter dem Streitruf Ich fordere zur Kunst einer Propaganda, von der sie sich die Erfüllung neuer Ideale erwarten. We believe with our whole heart, mind, body that we constitute a revolutionary soul force that can and will change the world for real. Lebenskünstlerinnen und Künstler, wenn ihr den heiligen Quell eurer Mythologie und Inspiration zurückerobern wollt, ist die Zeit gekommen, euch im historischen Zentrum eurer Utopie zu versammeln. Wieder einmal die symbolische Glocke der Unabhängigkeit eurer Fantasie zu läuten. In der einen Hand das geschriebene Manifest, in der anderen Faust. Eure utopischen Ideen regen den Sturm von Obskurantismus, von dem euer Leben bedroht ist, zu bekämpfen. Lasset den blendenden Blitz und den rächenden Donner eurer paranoischen Forderungen los. Warum sollten wir vom Exponenten des Traumes nicht mehr erwarten als von einem täglich höheren Bewusstseinsgrad? Auch in der Wirklichkeit ziehen wir es vor zu fallen. And thus we seek to create revolution in our own lives every single day by envisioning and creating alternatives to the not demanding capitalist bullshit way of doing things. Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden und mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, worunter sind Leben, Freiheit und das Recht auf Forderung. F steht für ein Gefühl. Es gehört Kraft dazu und Mut, Wissen und Macht. Es gehört Sicherheit dazu und Klarheit und ein Wir. Schon alleine das Wort Forderung überfordert mich in einem solchen Maße, dass ich gar nicht weiß, wie ich mich verhalten soll und eigentlich nur versinken will. Oft weiß ich gar nicht, wie sich jenes oder anderes anfühlt. Oft ist es nur eine gefühlte Vermutung. Was also fordere ich in der Vermutung? Es ist ja so, erstmal müsste ich darüber nachdenken, was ich weiß. Und dann, was ich für mich und für andere möchte. Und dann müsste ich es so gebildet sein, dass ich es so adäquat argumentieren kann, dass es sich wie eine Forderung anhört.
Meistens sind aber die Gegebenheiten viel zu komplex, dass ich sie nicht bis ins Detail verstehe. Die Zusammenhänge und Netzwerke viel zu weit, die Parteien zu viele und das Wissen zu wenig. Jetzt sage ich euch mal was ich weiß. Oder was ich glaube zu wissen. Forderung überfordert. In all ihrem Maße. Überforderung wiederum beschreibt, dass die Fähigkeiten, zum Beispiel die Leistungsfähigkeiten bei einer Person, einem System oder einer Organisation nicht mehr ausreichen, ungenügend sind. Schließe ich also den Kreis, so muss ich überfordert sein. Das Gefühl ist unumgänglich. Systeme sind am Zerbrechen, Organisationen am Zerfallen. So, die Gerechtigkeit beschädigt. Nur dadurch kann man eine Forderung generieren. Nur aus Überforderung entsteht Forderung, was mich dann wieder überfordert. Jetzt überfordere ich aber gerade bewusst. Dich und mich. Uns. Weil nur aus Überforderung entsteht Forderung. Ich hatte heute Nacht einen Traum. Meinen allergrößten Traum. Die Freiheit. Sieh mich als das, was ich bin. Nicht Körper, nicht Geist, nicht Projektion, sondern all das und noch viel mehr. Genau wie du. Lass mich frei von deinen Ideen, denn ich habe selbst welche. Ich bin nicht eingehegt und brav in den Gemälden, in den Wänden der Museen oder des eigenen Gebäudes. Ich stehe nicht zu Diensten und ich bin auch nicht bequem. Ich fordere heraus. Die Gesellschaft. Ich. Denn ich bin untrennbar verbunden mit deiner Welt, unserer Welt, eurer Welt. Ich kann nicht einfach nur wegsehen und schön sein. In welcher Dekoration? Nein, ich fordere heraus. Aber es geht um Menschen. Lass den Traum nicht einfach nur Traum sein. Ich bin die Hommage an die Fantasie. Der Aufruf zum Erstaunen über all das, was möglich ist. Und noch viel mehr. Für alle, wenn man es will. Also, hör auf wegzuschauen. Hör auf Entschuldigung zu suchen. Ich lebe in dir. Ich bin die Kunst. Alle Künstlerinnen und Künstler. Ich stecke in euch. An Frauen, Männern und allen anderen. Ich bin die Vision, die dir die Kraft gibt, weiterzumachen, bis ich Realität bin.
Herausforderung. Sie hat herausgefordert. Wer? Die Kunst. Und ihr habt alle brav zugesehen in euren Sitzen. Habt es euch gemütlich gemacht, habt zugesehen. Aber so einfach ist das nicht mit der Herausforderung. Eine Forderung kann nicht an alle gerichtet sein. Sie kann nie alle meinen und nie alle vertreten. Nur in ihrer reinsten Form, der Utopie. An wen also richtet sich die Forderung der Kunst? Wen fordert die Kunst heraus? An alle, die mit Popcorn im Kinosessel versinken. An alle, die im Theater sitzen oder zu Hause vorm Stream. An alle, die an einer Skulptur vorbeigehen, ohne den Blick zu heben. An alle, die Musik als Beiwerk aus dem Radio wahrnehmen. Kurz gesagt, an euch. An euch Menschen, die ihr zuschaut, immer während zuschaut, anschaut, guckt und blickt. Zuhört, raushört, anhört, mitlest, erlest, bedenkt und denkt. Weiterdenkt, analysiert, kritisiert, bewertet, verwertet, verwerft. Ihr seid das Uhrwerk, das Radwerk, das sich in Bewegung setzt. Jetzt seid ihr die Konsequenz. Die Kunst fordert euch heraus und ihr nehmt diese Herausforderung an, indem ihr eure Aufmerksamkeit schenkt. Nehmt ihr an, was die Kunst fordert? Schreitet ihr ein? Stellt ihr euch dagegen? Bewahrt ihr Haltung? Oder war es einfach Unterhaltung? Look what I've got in here.